24 Angler. Let's go. Let's go. 12 Teams. Das ist ein Zeichen, Dicker. Ja! 7 Nationen. 2 Gewässer. Hey. Ein Zielfisch. Ist er weg. Und ein Pokal. Der YPC Bass 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, dem B1 Bootcenter, wir bauen dein Boot und der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 8. Episode des YPC Bass 2025 und damit zugleich zur letzten Vorrundenfolge der Entscheidung in Gruppe B. Am Vormittag hat der Lago Omodeo geliefert wie erwartet. Bei allen 16 gefangenen Wertungsfischen stand beim Wiegen mindestens eine 1 vor dem Komma. SA Schlitium führt. Dahinter hat Abu Garcia dank des starken Topwater-Ergebnisses, aber womöglich sogar die aktuell besseren Aussichten auf die Qualifikation. Ilex auf Rang 3 fehlt ein echter Ausnahmefisch, um sich entscheidend von Team CWC abzusetzen. Lex und Evert sind demzufolge noch voll im Rennen. Stroft und Hearty Rice wiederum sind einigermaßen abgeschlagen und bräuchten eine schnelle Serie großer Bass, um noch einmal ins Geschehen einzugreifen. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, wenn man die Lanker denn einmal geortet hat. Wir blicken vor dem Start kurz auf die Karte. Im Verlauf des Vormittags waren zumindest einige Teams ordentlich in Bewegung. Ilex und Stroft haben den See in entgegengesetzter Richtung fast komplett überquert. Marc und Mattia beangeln nun seit einiger Zeit die kleinen Buchten des südlichen Ausläufers. Sascha und Jochen versuchen ihr Glück mittlerweile im Nordosten. Hearty Rice bewegt sich an der östlichen Uferseite aufwärts. CWC ist bereits ganz im Norden und Abu Garcia befindet sich nach mehreren kleineren Spotwechseln nun in der großen Bucht ganz im Westen. In derselben hat SA Schlitium schon fast den ganzen Morgen verbracht. Nach ihrem starken Doppelschlag kurz vor der Pause sieht es aber nicht so aus, als wollten die Franzosen zeitnah aufbrechen. Okay, let's go. Second episode. On the Lago Omodeo, you miss at least one fish and we can try to catch this one. Let's go for that. Welcome back. Now it will be exciting if we can reach the finals. Well, you know our secret lure, the Minnie Mouse. I put on the Big Shit Nano, 15 centimeters. I fish with my own design lizard egg rod. It's the Evert Ozam series. It's a 70 grams rod and it's the perfect rod for casting Minnie Mouse. I use the strike wire line and the in front of the Mirror's Mouse. I put on the tungsten just so it goes a little bit under the surface. So welcome back. Thumbs up for Team Catch with Care. Willkommen zurück in der Gruppe B. Der Kampf geht weiter hier im Omodeo. Wir sind auf der Suche nach großen Fischen und werden jetzt ein bisschen mit Jerkbaits hier das Ufer abfeuern. Sind quasi noch in derselben Bucht wie in der letzten Episode, aber ich glaube, so lange werden wir hier nicht mehr bleiben, weil hier ist recht wenig Aktivität. Ich hatte jetzt einen Biss auf dem Spinnerbait und wir fahren mal woanders hin und schauen, ob wir woanders Fische finden, die beißen wollen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Fische, da bin ich mir sicher. Wir haben jetzt nochmal einen kompletten Spotwechsel gemacht. Wir sind vom Hauptsee sozusagen in Richtung Damm gefahren. Und wie ihr seht, sieht hier das Ufer schon ganz anders aus. Es ist viel enger alles. Es gibt viel mehr große Steine. Wir hatten hier im Training ein paar schöne Fische auf die Powerfishing-Nummer. Das heißt mit Spinnerbait, Crankbaits. Und das wollen wir jetzt eigentlich nochmal wiederholen. Wir haben schon gute Fische im Scoreboard drin. Also für uns, wir sind zufrieden. Wir wissen natürlich nicht, was die anderen haben, klar. Aber wir werden jetzt hier alles geben, noch 1, 2, vielleicht 3 Fische einzureichen in den letzten 4 Stunden. Ne? Ja, schauen wir mal. Daumen drücken. It started raining again and Yeah, hot stuff. Very hot. yeah,
We It was changed tough in the the last episode for us, but we changed the strategy because it's a deep area. yeah, and never give up. No. Because that's like fishing. Yeah. We start casting. Yeah, stay Again. focused. Stay focused, and Don't follow the I plan. don't know what the other guys are catching, but Yeah. everything is open in the moment. 4 hours to left, so let's go. Good luck, my bro. Good luck. Tja, alles nicht so leicht. Zumindest für uns. Ja, natürlich mitbekommen, was die andere Gruppe so gefangen hat. Und wenn man das so hört, dann fährt man mit großen Erwartungen hier hin und macht sich Pläne und macht sich Gedanken, wie was laufen könnte. Und dann kommt so eine Blaualge und schiebt alles Dreck. Alles Dreck in eine Ecke, alles weg, was man sich so vorher ausgedacht hat. Und das ist Was auch gefangen hat vorher, muss man sagen. genau, und was auch gefangen hat. Und das macht die Sache einfach nicht leichter. Nichtsdestotrotz Sind wir machen wir das Okay. natürlich schon lange genug, um zu wissen, okay, man braucht im richtigen Moment nur, keine Ahnung, 10 Minuten und hat alle Fische, die man braucht. Ne? Insofern, das ist jetzt einfach so ein Geduldsspiel. Einen Fisch auf dem Brett zu haben oder einen Fisch auf dem Scoreboard zu haben, ist nicht genug, das wissen wir. Aber wir gehen stark davon aus, dass das nicht der letzte sein wird. It's full with fish here. Good one. Yeah, I think so. Another 2 kilo. Incredible, isn't it? 3 fish in the same spot. Big strike. Boom! One, 7, 5, 4, 5, 5. 175. 175. Black bass. Again on the Muir's Mouse. Same spot as 2 other fish. Seems to be more fish in here. So Super Auftakt in den Nachmittag. CWC steht offensichtlich richtig. Bei Stroft besinnt man sich derweil aufs Positive. das Schöne ist ja, wir können alles gebrauchen. Also ist es egal, ob der Fisch so kommt oder so. Du darfst alles fangen. Okay? Das war mir jetzt eine echte Hilfe, lieber Sascha. Muss ich sagen. So will ich zu dir. Oh, das schon so lange kennen. I'm standing behind you. Kommunikation auf engem Raum. Wichtig und richtig. Sonst passiert ganz schnell mal ein Malheur. Mann, ich hab's 14 Mal gesagt, Alter. Im Kopf oder was? Ja, klar im Kopf. Jetzt ehrlich? Ja. Vorsicht. Komm, lass mich gucken. Kannst nicht gucken, ist durch die Kappe durch. Ja, deswegen ja. Fisch. Heavy, heavy, heavy. Komm to this side. Wait. Yes, yes, buddy. Good job. It's 180. We're finally getting closer to the sites we're looking for. Some good upgrade from the fish we caught in Coginas 2 days ago. So we released the beauty straight away.
Yes! I just changed my jerkbait from Nilex Re-Range to a new Harvey Minnow 110. The reason why I chose this bait is that it's going a little deeper. The movement is different. The Re-Range has more flat sides that give more side-to-side action. This one instead is rolling more, stays more in place. That's maybe the reason why I convinced it. Now I have to retie, but then it's going to be ready for another big bass. This area we try chatterbait. I choose the new chatterbait mini from BIMtackle. It will be available when you see this show. And it's the special things. It's a chatterbait, and the body is made out of bucktail. You have a changeable tail. You can switch the colors. You can take some lead on here. And the interesting thing is that the chatterbait with the bucktail will also, when the bait goes down, the bucktail opens and do a lot of micro vibrations. And I hope to catch some bass on that one. Well, I'm just stopping with a mouse because not delivering any fish, so I'm gonna do top water now. Evert has done it for so long now. Evert is gonna fish crankbait. We caught some fish here with crankbait before, so maybe they want that. And yeah, we need that topwater fish, so only one. Just try it. Allez, give me one fish. One fish and we're okay. Kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen, dass hier hinten kein Bass drin steht. Das ist schon irre, also das ist ein absoluter Traum. Gut, jetzt geht ja der Windy G auf alle Fälle los, ne? Also jetzt kommt auch noch gerade ein Gewitter hinter uns, was auch gar nicht mehr so weit weg ist. Das kommt gerade hinten über den Berg. Hat jetzt schon mal einen schönen Donner gegeben. Das heißt, wir werden uns hier jetzt mal verziehen und mal gucken, ob wir dem Gewitter davonfahren können. Bin mir allerdings nicht sicher, wie das zieht. Wir fahren jetzt mal Richtung Rampe und ja, hoffen, dass es uns nicht zu lange auffällt. Weil wie gesagt, wir brauchen noch ein paar Fische. Viens, mon gros. Il est bon mon collègue. Oui mon gros, tu me l'as fait celui-là. 1,44, 1,440. Bon, c'était poisson de Stéphane. Voilà, a nice fish again. Allez, again. Okay. Well done, mate. Bang! Gros, faut que tu l'envoies. There's a big thunderstorm just around, so we took a little break and we share some sandwiches. Let's take some energies. Wir machen einen Move, doch nochmal zurück. Spontane Entscheidung. Der ist gut. Der ist gut. Yes. Der ist richtig gut. Der ist... Das ist die Belohnung für einen Haken. Für einen Kopftreffer. Einen Haken im Kopf. Ja, eben einen Haken in den Kopf bekommen. Dann kann ich hole eine Zange. Der ist gut und der ist fett. Yes! So muss das aussehen. Guckt euch den dicken Bauch an. Komm her, komm her. Ich meine, den von dem Fisch.
2,26. Stabil. 2,26 Kilo auf den Spinmat mit GTP S3. Ich bin total aus dem Atem. Es hat so lange gedauert, ehrlich. Aber jetzt ist er da. Oh, geil. Da haut er ab. Sascha, der war richtig. Mann. Habt ihr das gehört? Das war wieder der Stein, der von meinem Herzen gefallen ist. Weiter geht's. Na, wer sagt's denn? Strofft macht erstmals richtig Punkte. Ob das der entscheidende Impuls für mehr ist, werden wir sehen. Sowohl die Freundschaft zu Jochen als auch Saschas Kopf scheinen die OP jedenfalls überstanden zu haben. Und wenn man mich vorher gefragt hätte, ob mir das wert gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, 2,26 Kilo würde ich nehmen. Es scheint so zu sein, dass diese Bäume, ihr seht da nur diesen kleinen Pin da rausgucken, aber diese Bäume, die am Ufer sind, die scheinen, also die im Flachen sind, die scheinen immer so 1, 2 Bears zu beherbergen. Und ich glaube, darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut es tut, diesen Fisch gefangen zu haben. 2,26! Also das Gewitter ist bei uns jetzt vorbeigezogen. Zu dem Donner kam dann natürlich auch noch Blitz dazu. Da haben wir uns entschieden, die Pause zu machen und die war jetzt 15 Minuten. Das bedeutet, wir dürfen 15 Minuten länger angeln. So sind die Regeln, dass wenn ein Gewitter kommt und man sich bedroht fühlt oder irgendwie Richtung Ufer muss oder so, kann man die Zeit hinten dranhängen. Weil es ja nicht unbedingt heißt, dass wenn es an dem einen Ende vom See gewittert, auch am anderen. So, heißt, wir dürfen 15 Minuten länger angeln. Richtig, Safety first. Bei S-Asch schlägt's bisher ausschließlich in der Route ein. Celui-là. Non, ça compte. Ah ouais? Tu dis celui-là il nous met bien alors? Celui-là il nous met bien alors tu dis? Allez! So that's the one who make over 14 kilo. So we are really happy. That was the target we fixed this morning. We say if we can fix it, we can arrive to 14, will be really nice. It's a nice fish, nice female. So we're gonna release it and thank you, Barry. Okay. Cool. We enjoy and it's the first time we do a bass competition. We do some before together. And yeah, we are really happy. And doesn't matter if we pass or we don't pass. We just enjoy this time, and it's really fun. So that's it. Okay. Auch wenn entgegen Stefans Behauptung noch 100 Gramm zur 14-Kilo-Marke fehlen, S-Asch setzt sich im Kampf um die Finaltickets ein kleines bisschen ab. Dahinter bleibt's sehr eng. Not sure about what to do. We go there, could fish the way out. On this or on the other side? The other side. Yes. That's the fish. So until we cross them again. Okay. Yeah. Yes. Let's try. Try to do it quick and then we go out in the lake. Mm-hmm. So we are going back now, where we started this morning. Because we know that spot really well in the afternoon. We always caught fish there, on top water and also on the mouse. And after that I think we will try that corner again where we had 3 fish already. Maybe a 4th fish will come. So thumbs up that we can catch a fish there because we really need them. Willkommen zur krassesten Aktion des Jahres. Denn unter allen Hecht- und Barschkunden verlosen wir ein B1 Custom Boot im Wert von über 15.000 €. Und hier ist das gute Stück, was wir für euch aufbauen werden. Individuelle Folierung, führerscheinfreier Honda 15 PS Motor im B1 Custom Design, ein maßangefertigtes Sonnenverdeck, ein speziell angefertigter Innenraum für deine kleinen und großen Abenteuer auf dem Wasser. Aber Achtung, die Aktion läuft nur bis zum 31.07. Und wie du teilnehmen kannst, erfährst du direkt per Klick auf den Link in der Videobeschreibung.
Leute, hi! Sommerschlussverkauf bei der Anglerschmiede. Alle Angelscheinkurse für 99 €. Nur für kurze Zeit. Bis später! Ein Jahr habe ich an diesen Ködern gearbeitet und nun ist er perfekt und endlich im Handel. Es handelt sich um den Turbo Louis, der erste Metallköder von Monkey Lures. Wir haben 4 Gewichte, 6 wunderschöne Dekore mit viel Liebe zum Detail, Lean Bream, Perchzilla, Carpe Nostra, Snails Calabrese, Inferno Tiger und natürlich darf Chili Cheese nicht fehlen. Also, die Teile sind heiß begehrt, checkt sie ab bei eurem Monkey Lures Dealer. So, wir sind jetzt wieder zurückgefahren an eine der Ecken, wo wir heute Morgen gefischt haben. Einfach aus dem Grund, dass wir an der Stelle da oben jetzt nach einer Stunde, 1,5 Powerfishing keinen Kontakt hatten, was eigentlich unüblich ist für dort, weil wir da relativ gut Fisch hatten in den letzten Trainingstagen, auch viel Fisch gesehen haben. Und deswegen fahren wir jetzt noch mal in eine ganz andere Ecke. Kann einfach sein, dass die Fische dort noch nicht aktiv sind. Und die Zeit wollen wir jetzt einmal überbrücken und fischen hier noch mal eine Ecke aus, die wir jetzt noch nicht so extrem frequentiert haben. Und werden dann nachher noch mal zurückfahren an die Stelle, wo wir gerade eben hergekommen sind, in der Hoffnung, dass die Fische dann in Fresslaune sind und aktiver werden. Das ziehen wir jetzt hier noch mal so eine Stunde, 1,5 durch und dann werden wir noch mal zurückfahren. Das sind krasse Mauern hier. Das ist wie schönes altes Dorf. Der Römerhafen. Das ist der Old Roman Harbor. Romanian Harbor. Kann sein. Time to catch a fish. Ziet er wel mooi uit. It looks like a good spot. Mélange. Oh bah là, ça va aller. Oh, il était à 0,8. 1,08. 1,80. Ça fait qu'on remontait encore 200. Ah, c'est pas beaucoup en fait. Hein. On s'enflammait un peu, mais c'est pas tant que ça. Quoi. Dead stuck. Shit. Oh, there's a fish on. Is it on? No, it's off. But it was on, but now it's off. Okay. Fuck. Oh, it's a good one. Ah, Mann. So, überall wo man hier ist, hört man die Glocken läuten. Und zwar nicht von den Kirchen, sondern von den Tieren. Und da haben wir mal drüber nachgedacht, was das eigentlich für eine Tierquälerei ist, den Tieren Glocken umzuhängen. Stellt euch mal vor, ihr hättet den ganzen Tag so eine Glocke um und bei jeder Bewegung wird es bimmeln. Gibt es da keine AirTags oder so, damit man weiß, wo die Tiere sind? Wahrscheinlich nicht auf Sardinien, ne? Ja, leider habe ich den Fisch verloren eben. War kurz dran. Ich habe hier in so einem Baum geangelt. Und zwar mit der Cavagro Grande. 4,5 Inch. Das Ding wiegt nur der Köder. Nur der Gummiköder wiegt schon 19 Gramm. Da hatte ich noch einen kleinen Nailsinker dran. Den hätte ich jetzt hier in dem flachen Wasser nicht gebraucht. Und es war ein sehr, sehr vorsichtiger Biss. Ich habe ihn kurz nehmen lassen. Aber er ist dann leider im Baum geschwommen und hat sich losgeschüttelt. Der Fisch ist dann auch noch zweimal gesprungen. Das machen sie gerne, wenn sie einen Haken gemerkt haben. Zeigen sie sich nochmal. Da hätten sie auf jeden Fall ordentlich geholfen, aber ist leider nicht im Boot gelandet. Im Moment läuft es nicht ganz so rund, wie wir uns das wünschen. Es bleibt natürlich noch ein bisschen Zeit und beim Angeln kann viel passieren, aber es fühlt sich gerade so ein bisschen an, als würde uns die Zeit davon rennen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ich zeige euch jetzt trotzdem mal, wie ich diese Cavagro aufgezogen habe, weil es ist relativ speziell. Und zwar schwimmt die rückwärts weg. Also die kann ich rückwärts in ein Hindernis schwimmen lassen.
Und das ist die Craw. Logischerweise ist das vorne, das hinten. Aber in dem Fall ziehe ich sie von vorne auf. Das heißt, ich gehe erst mit meinem Offset-Haken vorne durch den Kopf durch, komme dann wieder raus. Also ganz normales Offset anködern, wenn die meisten kennen. Zack. Dann einmal gucken, wo man rauskommt. So. Und das Teil ist jetzt so ausbalanciert mit dem, weil das hier hinten schwerer ist, dass sie rückwärts ins Hindernis reingleitet. Hat ein Biss gebracht, nur war der leider nicht im Boot. Da habe ich jetzt einen 5-0er Offset dran, also 5-0, 6-0 braucht man da schon bei diesem großen Ding. Und wie gesagt, wenn ich ein bisschen tiefer angeln möchte, kann ich hier noch einen Nailsinker mit reinstecken, dass die ein bisschen schneller abgleitet. Aber in dem flachen Wasser hier ist es nicht nötig. Wie gesagt, das Teil wiegt schon 19 Gramm und die sinkt relativ schnell, sehr viel Salz drin. Und ja, hoffentlich bringt das noch einen Fisch. Oh, da war Biss. Wollen wir absinken? Ja? Ja, jetzt sinkt er. Ach, scheiße. Und rein, gut. Einmal dunkeln. Gott sei Dank hat er zweimal gepackt, ey. Meine Güte. Endlich noch ein Fisch. Eins, 2, 8. Okay, 1, 2, 8. Schön, dass du an Bord gekommen bist, mein Lieber. Oh, der wollte schnell weg. Okay, jetzt versuchen wir noch einen davon zu kriegen. Go there, go there. Yeah. No, it's okay, it's out, it's out, it's out, it's out. What a mess. He came back? Can we do it without so much show, please? No. The YPC is a show, so we have to do some show. Oh man. Cabo Grande, gerade noch erklärt. Stand wohl noch ein Fisch drin. Ich glaube nicht, dass es derselbe ist, weil wie gesagt, der andere hatte gehangen. Oh Mann. Ready. Practice, I caught a fish with almost 2.7 kilo out of this tree. This one is really much smaller. 1, 2, 4. 1, 2, 4? Ja. Okay. 1,24. Schöner Fisch hier aus dem Baum. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So richtig Bomben sind es noch nicht, die hier rauskommen normalerweise. Also wie gesagt, im Training haben wir hier echt große Fische gefangen. Der darf jetzt zurück. Einmal ins kühle Nass. Oh man, crazy. Kein Riesen-Upgrade, womöglich aber ein sehr wichtiger Fisch, denn so rücken Marc und Mattia auf Rang 2 und nun hat Abo die Altmeister von CWC dicht im Nacken. Noch lassen sich Toni und Sebastian von ihrer aktuellen Flaute aber nicht beunruhigen. Ja, wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt überhaupt? 3 Uhr. Das heißt, wir haben noch 2 Stunden zu fischen. Wir wissen, dass die Phase zwischen 1 Uhr und, ich sag mal so, zwischen 13, 15 Uhr sowas, das ist immer so eine ganz stille Phase. Also für uns zumindest bisher gewesen. Wir wissen nicht, was die anderen Jungs machen. Die machen definitiv irgendwas anderes. Wir haben gerade von Weitem Stefan gesehen, wie er in der Nähe von uns, glaube ich, 1, 2 gute Fische gefangen hat. Wir stecken jetzt die Köpfe mal zusammen und gucken mal, was wir machen. Wir hatten hier vorne gerade noch einen guten Nachläufer. Der ist wieder dem Choppo hinterher. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir noch mal jetzt den Move hoch Richtung Damm machen und dort noch mal diese Powerfishing-Nummer zu machen, wie wir es vorhin schon mal gemacht haben. Einfach zu hoffen, dass die Fische dort jetzt aktiver sind. Und ja, dann stecken wir jetzt die Köpfe gleich noch mal zusammen. Schauen wir mal, was wir machen. But anyway, this lake is not a very good ear. Yeah, that's completely different. After the wall, after the bridge. You can go inside there or yeah. around. What do you want?
Just 10 casts behind this plant. Okay. Das Wasser ist aber scheiße hier, ne? Ja, dann lass uns zu den Bäumen fahren. Wir brauchen aber eine Führung. On the Buster Jerk. Banken. Zet hem even banken. It's a big fish. Je moet hem scheppen, ik draai hem gewoon zo binnen. Yes, on the Buster Jerk. Good job, Evert. Oes then. Not a fat fish, but 145. 145. It was like a really shallow area. So I thought, okay, I cast in a baby Buster Jerk. So 145, another upgrade. It's not a huge fish, but very welcome on the Buster Jerk. Also good for black bass. Here it is, small Buster Jerk, baby Buster, perfect bait for black bass, as you see. Das ist so. Ich weiß nicht, wie du da reinwerfen willst. Meinst du mich oder was? Ich meine jeden hier an Bord. Fish. Yes. Yeah. Keeper. Maybe. For sure it is. I don't know, but Yeah, man. Yeah, for sure it is. yeah, not the size we wanted, but Yeah. Fish is fish. Motivation, 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 motivation. 0.54. Yeah, nice job, bro. Nice job. That's not what we are here for. For sure not, but It's good for the motivation. fish is fish. Fisch. Yes. Jetzt weiß ich, wie es geht. Die gute Stroft GTP S4. Immer eine Schnur, wo ich Vertrauen habe. Immer. Immer funktioniert bei mir. Immer. Und auf Bass, Hecht, Zander, Barsch, alles. Da wollen wir mal gucken, was der Kollege hat. Ich denke so 1,3. 1,3. Ja. Hier, die Schätzmaschine, ne? Komm, stell wieder frei, wir brauchen nur noch 18 Stück. Nein, nein, nur noch 2, glaube ich. Yes! Die Holland. Sehr gut, Joppe, sehr gut. Also, vor allem bräuchten die beiden 2 Topwaterfische. Dann sähe das Ganze hier gar nicht so übel aus. Langsam tickt allerdings die Uhr. Für den pflichtbewussten Materialcheck sollte aber immer genügend Zeit bleiben. ich muss jetzt einmal neu anknoten. Der Fisch war ja im Baum drin, also hat mir wirklich aus dem Baum rausgefangen und die Schnur ist übers Geäst drüber. Die war ein bisschen rau. Das heißt, immer Schnur kontrollieren nach so einem Fisch, gerade wenn man an Hindernissen angelt. Ganz wichtig. Und mal kurz zum Tackle, was ich hier benutze. Cover Craw habe ich ja schon erklärt, Köder. Die Route ist die Power Versatile aus unserer Elex Night Shadow Serie. Ist eine Route mit ein bisschen Spitzenaktion, aber hinten raus richtig Dampf, um eben so Fische aus dem Hindernis rauszuholen. Die ist 2,20 Meter lang, hat ein angegebenes Wurfgewicht bis 35 Gramm. Und eignet sich aber auch gut, also nicht nur so zum Texas-Rig-Angeln oder so, sondern auch für Bladed Jig, also Chatterbaits, Spinnerbaits und so kann man die auch nehmen. Und als Rolle habe ich drauf eine Gunky Shoot & Cut in der 200er Größe, also die mittlere Größe, die es gibt. Und Schnur habe ich hier jetzt drauf, eine 16 Lips Sunline FC Sniper, also komplett Fluorocarbon durchgehend. Ich war hier letztes Jahr im Frühjahr gewesen, da war das Wasser deutlich höher, da waren diese großen dichten Büsche im Wasser. Da habe ich eine 20 Lips geangelt, aber hier für die normalen Bäume, für die Geästbäume reicht eigentlich ein 16 Lips auch mit großen Fischen. Das ist mein Setup. So,
Jetzt gilt's, die letzten 1,5 Stunden. Wir fahren nochmal zurück, wo wir vorhin dieses Powerfishing in der Nähe vom Damm gemacht haben. Und hoffen, dass wir da 1, 2 gute Bisse noch bekommen. Wir wissen, die Fische sind da. Ob sie Bock haben, ist eine andere Sache. Toni, jetzt gilt's. Feuer frei. Auf geht's. Rustig, rustig, rustig. Very important fish this. This we have to Gewoon binnen draaien. Ja, Ik pak hem met het net. really important fish. Daar ben je. Oh, dit is een groot ook. Ja! Dit is gewoon een 2 kilo vis, hè? Lexi. Oh, I'm so happy. Can you see it? Oh. Lekker. Zero. Wait. Yeah. $1.70. Lex. So, 1.70 on top water. This is what we need. This is a 1.1 upgrade. Really nice fish. Look at it. 1.70. Going back. Get your mother. Thank you. Let's keep on hammering. Lex hätt's kaum besser treffen können. Damit fegt CBC die größte Schwachstelle vom Bord und schiebt sich auf den 2. Platz. Elex gerät also wieder auf dünnes Eis, während Abu, meinen anfänglichen Prognosen zum Trotz, plötzlich unter den Strich rutscht. Vielleicht wendet sich das Blatt aber gleich wieder. So, jetzt müssen wir es genauso machen, wie wir es vorhin gemacht haben an den anderen Spot, dass wir zurückgekommen sind und einfach auch noch 12 Fische gefangen haben. Dann wäre eigentlich alles gut. Was meinst du, Toni? Ich sage, jetzt müssen wir es so machen, wie wir es die letzten Tage auch gemacht, wie wir es vorhin gemacht haben. Dass wir an die Spots zurückgekommen sind und einfach nochmal 12 Fische gefangen haben. Also hier fischen wir jetzt drunter, gell? Ja. Das sieht genauso aus wie das Ufer, wo du vorhin die Dings hattest hier. Die Fische auf den Kollegen hier. Und die Nachläufer. So ab und zu mal größer. Ab und zu mal größer. Rein kann. Fish. Be quick, Mark. Danke. Yes. Good job. Ready? Okay. Man, it's a nice fish, but not the size we had in practice. No. Unbelievable. $140. Good fish. I mean, nothing to complain, but still Yeah. not the size we had in practice. Not the size we had in practice, but it looks like this is what's around today, so we take what we find. Ja, ein weiterer toller Fisch von Matti. Ist natürlich super, aber wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, dass wir deutlich größere Fische brauchen, die wir im Training auch gefangen haben, nur jetzt heute nicht. Leider sehr schwierig, die Angelei. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit und manchmal, wenn man am richtigen Platz ist, kann das ganz schnell gehen oder wenn die anfangen zu fressen. Jetzt
Jetzt müssen wir nur gucken, weil hier die nächsten dunklen Wolken kommen. Das nächste Gewitter kommt. Hoffen wir es mal nicht. Dann können wir uns hier noch 1, 2 Fische abholen. Gute Neuigkeiten für alle Hechtangler. Das A-Limitat von Elmar B, den Drunk Twister, gibt es jetzt auch in 23 cm für die ganz dicken Hechte. Wir haben die 4 erfolgreichsten Dekore genommen und eine sehr beliebte Farbe vom Drunk Dancer, den Chrome Redhead, als 5. Farbe gemacht. Die gibt es natürlich nicht nur in 23 cm, sondern auch in 16 und 12 cm. Die neuen Drunk Twister ab sofort im Fachhandel. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Freunde, also Bauchgefühl sagt eigentlich nochmal zurückfahren auf diesen einen Stretch. Da, wo du den Topper für Nachläufer hatte und dann aber andere Baits, nicht wieder ein Choppo, sondern sowas hier. Das ist auch Bauchgefühl. Aber dein Choppo hat ja doch jedes Mal auf den Stretch einen Biss gebracht. Zumindestens oder einen. Ja, also ich fische den auch. Ich wüsste nicht, was man noch machen könnte, um ehrlich zu sein, als Streetbait. Das Ding ist ja, das Ding kommt ja ab und zu vor der Brücke. Auf der Seite habe ich ja gesagt, dass da auch so ein Stretch ist. Und da habe ich, glaube ich, die Woche auch den Guide gesehen. Und ich weiß auch, dass das keine schlechte Stelle ist. Das ist so ähnlich wie das hier. Vielleicht nehmen wir die noch schnell mit. I can't believe that. But why? I don't know. Maybe we should choose another fish. Choose another sport. Yeah. Maybe paddle for me. Guter Fisch. Guter. Der ist groß. Mach Anker. Boah, hoppala. Der hat doch immer angeln muss, bis der Arzt kommt, ne? Stabil, stabil. Das ist ein 2 Kilo Fisch. Yes. Glaube. Okay. $1,95. Ja, der ist okay. Gracias. Ja. Worauf? Was für eine Schnur? GTP S4. Junge. Und der Tümmelsche. Okay, kann weg. Jetzt hier bleiben wir, hier hole ich mir noch einen. Stroft tastet sich tatsächlich noch einmal ran. Ohne Topwater wird's aber schwer. Abu dagegen hat alle Möglichkeiten, bloß die Zeit wird immer knapper. So Leute, wir haben jetzt noch genau 25 Minuten Zeit und versuchen nochmal auf dem Stretch, ich glaube das 3. Mal oder das 4. Mal, ich weiß es gar nicht mehr genau, noch einen Keeper zu fangen, beziehungsweise überhaupt noch einen Fisch zu bekommen. Wir hatten hier vorne an diesem alten kaputten Steg noch einen Nachläufer vorhin, der ist uns relativ garstig hinterhergeschossen, hat dann aber das Boot gesehen und ist abgedreht. Vielleicht kriegen wir den jetzt noch mal ein bisschen auf Distanz und wir hoffen. Wir bleiben dran, ihr seid dabei. We are doing a quick move just to the following bay, something more or less similar, even a little bit tighter.
We hope we can find fish along the rock piles or close to the shore. That looks like this is where they are today. We need bigger ones. We need a couple of big fish, couple of kickers for the bag. I hope we can find them soon because time is running. Ja, dieses Fangen auf den letzten Drücker, das ist gar nicht meins. Wenn wir jetzt so ein Pulsmessgerät bei mir dran hätten, da würde der Arzt sagen, besser Krankenhaus. Aber Jochi liebt es halt auch. Und immer ein bisschen spannend zum Machen noch. A lot can happen in 10 minutes. Fisch. Ah, das sind kleine. Das sind die Mails. Der wird uns nicht mal was bringen. Ah, doch. Ja. Mensch. Lass den mal fix wiegen. Wieder auf den Stunner. Alles über 700 ist gut, Toni. 780. Ein Halbstarker zur absoluten Unzeit. Abu fehlen weiterhin wenige 100 Gramm. Was geht noch? Johan did a present to me 2 days before, and in the last 10 minutes Abu fished bad. Der nächste kleine Fisch. Damit gewinnen wir keinen Blumentopf, sage ich euch. Also über 2 Kilo sollten es eigentlich schon sein, wenn man weiterkommen will. Schöner Käfer, aber nutzt uns nichts. Hab wieder auf den Re-Range gebissen. Das Teil wollen wir. Oh, il peut peut-être remplacer le 1 kg. Oh bah si. Ouais. C'est cool. 45. 1,45. 45, pas 47? Non, non, un 450. Parce qu'on avait un poisson de 1 kg. Poisson, gros poisson, gros poisson. Gros poisson, mon Steph. Oh oui, ça c'est oui, c'est propre. Oh attends, j'ai pas envoyé. Ouais, mais c'est moi. Vas-y. Laisse-moi ça, je vais le faire tout seul. 450, c'est bon. Le temps que tu détaches et tout, j'envoie le message. Oh la touche qui m'a mis le gonze. Wouhou! Hop, ok. Allez, comment. Mouah. C'est pas mal ça. Attends, j'envoie. Ouais, dis-moi pas, il fait un 820. Tu vois? Un 900. Ouais, il a un 900. Un 900. Parti. Am Ende fängt das Team, das eigentlich nichts mehr fangen musste. Und damit ist Schluss! SA Schlitium krönt die starke Leistung. Die anderen Teams blicken mit gemischten Gefühlen auf den zweiten Turniertag. Wir hören rein. Ende Gelände. Eieiei, was ein hartes Brot, ha? Boah. No big fish on Omodeo. Man, what a day, yeah? Yeah. Imagine practice was so good, but don't try to win practice. Shit. Very bad day for us. Very, very, very bad day for us. Nothing happened, no bite. We don't find the fish. Wir können auf jeden Fall sagen, wir haben alles gegeben, Toni. Das können wir sagen. Auch wenn es vermutlich nicht genug war. Tatsächlich habe ich auch dieselbe Befürchtung, aber oh, was ein Ritt heute. Ich habe meinen besten Freund gehackt. Scheiße. So, lieber Sascha, offizielle Entschuldigung jetzt, Turnierende. Tut mir sehr leid. Kein Problem. War nicht das erste Mal. Wird nicht das letzte Mal sein. It's a wrap. I don't know. Yeah, we don't know yet, but we don't know. got But 6 fish. We got 6 fish. We are 2 fish short. I think it's not enough, but you never know. No, you never know. But that means that I think our biggest competition was with Abu, with Tony and Sebastian. And I think if they don't up, then they will be ahead of us.
Und es ging eigentlich so gut los, ne? Der Plan hat vollkommen funktioniert, alles hat geklappt. Was heißt alles, aber es hat eigentlich so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Nur die Spots, die dann quasi eigentlich für das Powerfishing gedacht waren, haben gar nicht funktioniert. Kein Biss, kein Kontakt. Zero. Die anderen haben auch drauf gesetzt. Mal gucken, man wird es bestimmt sehen, ob Marc da oben Erfolg hatte. Wir haben ihn ja ein paar Mal gesehen. Stefan auch am Ende. Genau. I don't believe this is going to be enough. No, fish are too small. Yeah. But nevertheless, it was a funny day on the water. Yeah, a lot of fun on your boat. Yeah, Thank you, my captain. Thank you very much. You're welcome. It was a amazing human experience. Yeah, for sure. For sure. And fishing is about friendship. For sure. So we are very, very proud to be part of that. Yeah. Big YPC Bass family. That's not fishing against each other. It's like fishing with friends, all the other guys. For sure. Wir haben gekämpft und so weiter, aber vollkommen neues Terrain für uns und so weiter. Und es war echt schwierig. Ein Tag oder 2 Tage mehr Training wäre, glaube ich, gut gewesen, weil wir haben heute im Turnier extrem viel gelernt. Ja, wir beide sind Zanderangler. Und wir lieben Zanderangeln. Und wenn man dann eine neue Fischart ausprobiert, ich meine, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, für Jochen war es das komplett erste Mal, dann muss man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Alle anderen bei uns in der Gruppe sind sehr ambitionierte Bassangler und das hat es uns natürlich nicht leichter gemacht, aber das soll keine Ausrede sein. Ne? Also wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, noch mehr bessere Fische zu fangen. Ich habe einen mega geilen Fisch gefangen, du hast heute einen mega geilen Fisch gefangen. We caught nice fish. We caught nice on fish. the Murus Mouse. Murus Mouse, busted jerk on pike lures. Yeah. The Re-Range 130 again did the job. The Re-Range catch all the big fish today, so that's really cool. And yeah, we expect to go in final, but we're gonna know that in short. So maybe see you tomorrow, I hope, but I think we deserve this. Anyway, let's go back to the ramp. Yeah. And let's hear the results. I hope you had fun to watch. Hope we did some good show anyway, guys. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ob es gereicht hat, wissen wir nicht. Ihr aber in ein paar Minuten. Lex, it was my pleasure again. And it's not over yet, but maybe we see you in the final. Maybe, I don't think maybe so. Not. But no, for sure not. But okay. We hope you enjoy the show. Thank you, the sponsor. Thank you, Joseph, Didier. Everybody trust on us. Thank you very much. We did the best. Danke an Stroff, dass wir hier sein durften. Danke an alle Firmen, die uns hier unterstützt haben. Hier Bite of Bleak, Humminbird, Fischerino bei mir noch. Es sind so viele, die das möglich gemacht haben, dass wir hier sein durften. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Daumen drücken. Und vielleicht bis bald. Bis dann. Ciao. Thank you for watching and thank you for supporting us as usual. We caught some fish in the end, so not too We bad. caught some, yes, we caught some. Just the sights was the wrong. Over and Fingers out. crossed. From Sardinia, Team Catch with Care, out. Come on. Come on, my bro. Bye bye. See you. Bye, guys. Bye, guys. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bye bye, see you tomorrow. Dear anglers of Group B, first of all I want to thank you all to put a lot of effort in this project and traveling down here to Sardinia. Unfortunately, I have to send 3 teams home now. In Group A, it was not possible to go to the finals without a full card, and it's the same in this group. No topwater fish for Hearty Rise and for Stroft, but you made a good job, caught some solid bass. Congratulations. So that leaves us with 4 teams, all had a full card. The best card today had only 1 fish below 1 kilo, and it's a new team. Congratulations for winning this group, SA Schlesium. Team Ilex with Mark and Mattia won the trophy in the first season. They also won a silver medal, and they're still in the race to win a 3rd medal. Congratulations. You finished 2nd. So that means CWC and Abu Garcia are left. Abu won the silver medal 2 years ago with Ike Nelly and Villari in Bolsena.
CWC had always good training, always many fish in the competition, but always a few grams too little to survive the group stage. But this time Lex caught a big fish in the afternoon, and that brings him and Evert the last ticket to the finals. Congratulations. Schön zu sehen und ich gönn's den beiden. CWC zieht also hinter SA Schlitium und Ilex in die Runde der letzten 6 ein. Bitter für Abu Garcia, die dennoch ein starkes Turnier gefischt haben. Stofft fehlte am Ende ein wenig die Bisserfahrung und vor allem Topwaterfische. Und auch wenn das diesjährige Resultat für Team Hearty Rice sicher ernüchternd war, Johann und Christopher haben allen Widrigkeiten zum Trotz doch wieder gezeigt, worauf es beim Angeln wirklich ankommt. Eine gute Zeit mit Freunden zu haben. Die Finalisten stehen damit fest. SA Schlitium, Ilex und CWC treffen auf die Japaner von Gun 10, die Brandenburger von B1 und das Nordrhein-Westfalen-Duo von Powerboat. Im Finale wird nur einen Tag lang auf maximal 5 Wertungsfische gefischt. Den ersten Teil zeigen wir euch nächsten Sonntag ab 18 Uhr. Und was ich euch hoch und heilig verspreche: es wird eine unfassbar enge Kiste. Lasst uns einen Daumen und einen Kommentar da. Wir hören uns nächste Woche. Ciao!